in ene kracht weer, ik dat zelf zo doen hier van der, dan würde mir das schwierig sein. Aber Gott hat uns geraubt. Er hat uns, er will haben, dass wir sollen sein Wort wiederbringen. Das ist unsere Abgabe und dann will ich durch treu mit sein. Hier hat gemerkt, wie viel Jugend hier sind. In so einer, was die meiste Jugend sind. Look at that. That's it, Schmuck. Welcome here. May God bless you all. Very good. Mir hat von der eine Botschaft bringt, die jetzt, glaube ich, ziemlich mit was ich mal eier habe, the purpose of man. Das Zweig von uns Leben hier. Und von der habe ich einen Titel bei meiner Message non gedaan, das sagt, God's glory shines through the church. Gott seine Herrlichkeit, die scheint durch die Kirche. Wir als eine Kirche sind verantwortlich für Gott seine Herrlichkeit. Was sieht die Welt rum uns durch die Kirche? Wo sieht das? Und dann sind Jake Penners hier noch. Hat ihn noch nicht mal sein. Welcome here. Noch Mr. Kron. Welcome here. Ich mag ihn nicht alle vor. So die hat mir einen kleinen Stütz, weil ich ihnen gesagt habe, alle kann. So, Gott seine Herrlichkeit durch die Kirche. Und mir ankert zum Anfang hier, Wort falsch lesen, actually mehrere falsch. Und ich gucke dort Wort ein bisschen in Foundation sein. Für die Message und dort wir wollen, dort uns dort Wort, dort unsere Üben wollen aufgehen, dort uns das Wort wichtig sein. Wo schien wir für Gott seine Herrlichkeit? Wo sieht die Welt Gott von dir? Als wir doch glauben oder nicht, wer wir sind als Christen, als Gott seine Kinder, dort ist, wo die Welt nur Gott kickt. Dort ist, wo die Welt Gott sieht. Sobering, isn't it? To me it is. To me it is very sobering. Ich will mich noch bedanken für die Gebete, was die Gebete sind. Ich sehe ein klein bisschen an, ich kriege nicht alles gesagt am Anfang, was ich will. Aber mir wird es interessant, ich habe durch die Zeit bei mit Menschen geredet, weil mit denen geredet haben und sage ich, bet für mich für Sonntag. Von der aus Morgens habe ich für zwei Brüder gehört, die mich haben gefragt, ob ich reid wäre. Einer frug, bist du reid, und der andere frug, hast du den Schwert geschoben? Und dann habe ich weins für von zwei Brüder gehört, was du hast gebet für mich von der Morgens. Das ist emotional to me. That might feel to me. Wenn mir jankert von der Morgens was falsch zu lesen uit Ezekiel. Ich fange nu an durch Ezekiel zu lesen. So you waren probably in den nächsten Monaten ein paar viel von Ezekiel hier, wenn ihr meine Stimme wollen hören. Und mir jankert Wort Ezekiel zu lesen. Ezekiel, ich dachte Jeremiah wäre mein favorite prophet. Nu, dat ik Jeremiah gelezen heb, nu fange ik aan te wonderen als het vielleicht Ezekiel is. En dat is ook recht. Dort wat we doen, door met wat we ons vertiefen, dat dort ons het wichtigste is, dat dort ons favorite is, dat we door even passionate zijn, dat is ganz okay. Dat is niks met erg. So Ezekiel is ook een zeer interessante profeet, en ik geloof ook een zeer interessant leven heeft hij gehad. Je weet nog wat het met Jeremiah weer niet zo. De verschillende dingen wat hij moest doen, hebben ons aan je moment geloten en die ons even gevraagd, wat van interessant het leven Jeremia had. Ezekiel had ook een interessant leven. In zijn leven
zijn profetische leven vangt ook zeer interessant aan. So, wir wollen uns mal ein klein bisschen anlassen, wir wollen Ezekiel, das erste Kapitel, lesen, und wenn ihr dort besser verstehen kann als ich, which I believe could be true, dann kann ihr Leute wirklich noch mehr kommen und wir davon reden. Ich will hier nicht dort explain, was das alle meint. Ich will Ihnen bloß ein Bild geben von wo Gott Jeremia oder Ezekiel hier raupen deut. Wo Ezekiel Gott sagt. Sehr interessant. Wir wollen uns das erste Kapitel mal eben lesen. Ich werde das in Englisch lesen. Wenn ihr in eine deutsche Bibel will mitlesen, ich glaube, das wird klar stimmen mit der Englische. Now it came to pass in the 30th year, in the 4th month, in the 5th day of the month, as I was among the captives by the river of Shebar, that the heavens were opened and I saw visions of God. So es ist echt verstanden, wie Ezekiel all in der Gefangenschaft. Die Babyloniens wären all gekommen, so es Jeremia gesagt hat, die hatten all ein großes Part von das Volk mitgenommen, und ich glaube, dass wir all eng in der Gefangenschaft nennen. In fact, das sagt er in das 30. Jahr. Und dann ist es aber noch interessant, das ist das 5. Jahr, nicht so, von den König. Das sagt in den zweiten Vers, in the 5th day of the 5th month was the 5th year of King Jehoiakim's captivity. King Jehoiakim was captivated, haben wir gefangen genommen, aber somehow talten sie die Jahre nach, was er König war, wenn er in der Gefangenschaft war. So ist mir bloß interessant, dass wo Ezekiel anfängt, in dieser Zeit. Das ist, was das passiert. The word of the Lord came expressly unto Ezekiel the priest, the son of Buzai, in the land of the Chaldeans, by the river Shebar, and the hand of the Lord was there upon him. And I looked, and behold, a whirlwind came out of the north, a great cloud, and a fire enfolding itself, and a brightness was about it, and out of the midst thereof, as the color of amber, out of the midst of the fire. Also out of the midst thereof came the likeness of 4 living creatures, and this was their appearance. They had the likeness of a man, and every one had 4 faces, and every one had 4 wings. And their feet were straight feet, and the sole of their feet was like the sole of a calf's foot, and they sparkled like the color of burnished brass. And they had the hands of a man under their wings on their 4 sides, and they 4 had their faces and their wings. Their wings were joined one to another. They turned not when they went every one straight forward. Bloß ein paar interessante Dinge hier. Stellt ihn dort vor, ich kann nicht sagen gut, und ich glaube, Ezekiel kann das nicht sagen gut explain, wenn das wie so ein Traum, das wie so ein Vision. Aber hier wie ein Creature, eine Kreatur. Something, was heute sagt, das hat 4 Gesichter. Das erste Gesicht wie so ein Mann, und er sieht wie ein Gesicht von einem Igel, oder von einem was immer das wir, und der andere sieht wie ein Lion's Head, und dann hängt, glaube ich, noch ein Eagle's Face. So ein Stott gesagt, da wären nur, und wenn die fliehen, die immer bloß einfach. Wenn die wollen Westen fliehen, die dürfen sich nicht umdrehen und dann Westen fliehen. Wenn die haben durch ein Gesicht, so die fliehen bloß den Zweig. Und dann, wenn sie im Osten wollen, dann sie den Zweig. Das Gesicht bleibt immer eine Woche gedreht. So dort verstehe ich das. Sehr interessantes Bild, was Ezekiel hier sagt. In Wahrheit, ich kann Ihnen das nicht explain, was das meint, bloß das wie ein Vision, was er hat. But wo wir nu? Vers 10. And as for the likeness of their faces, they 4 had the face of a man and the face of a lion on their right side, and they 4 had the face of an ox on the left side. They 4 also had the face of an eagle. Thus were their faces, and their wings were stretched upward. 2 wings of every one were joined one to another, and 2 covered their bodies. And they went every one straight forward. Whither the Spirit was to go, they went, and they turned not when they went. As for the likeness of the living creatures, their appearance was like burning coals of fire, and like the appearance of lamps. It went up and down among the living creatures, and the fire was bright. Out of the fire went forth lightning, and the living creatures ran and returned as the appearance of a flash of lightning. Very interesting.
Now as I beheld the living creatures, behold, one wheel upon the earth by the living creatures with his 4 faces. The appearance of the wheels and their work was like unto the color of a beryl. And they 4 had one likeness, and their appearance and their work was as it were a wheel in the middle of a wheel. When they went up on their 4 sides, and they turned not when they went. As for their rings, they were so high that they were dreadful, and their rings were full of eyes round about them 4. And when the living creatures went, the wheels went by them. And when the living creatures were lifted up from the earth, the wheels were lifted up. Whithersoever the Spirit was to go, they went, thither was the Spirit to go. And the wheels were lifted up over against them, for the spirit of the living creature was in the wheels. When those went, these went, and when those stood, these stood. And when those were lifted up from the earth, the wheels were lifted up over against them, for the spirit of the living creature was in the wheels. And the likeness of the firmament upon the heads of the living creature was as the color of the terrible crystal, stretched forth over their heads above. And under the firmament were their wings straight, the one toward the other. Every one had 2 which covered on this side, and every one had 2 which covered on that side their bodies. And when they went, I heard the noise of their wings, like the noise of great waters, as the voice of the Almighty, the voice of speech, as the noise of an host. When they stood, they let down their wings. And there was a voice from the firmament that was over their heads, and they stood and had let down their wings. Verse 26, and above the firmament that was over their heads was the likeness of a throne. En hier wil ik gleich met jullie imagination willen proberen een beetje te brengen. Ik geloof Ezekiel moest. Dit was een droom, dit was een vision wat hij had gezien. En hart maar hoeveel hij zegt, as. Hij wil het dat zijn, maar hij kan het dat niet correct zijn, so he says, it was as. It was in the likeness of. Dat was zo wonderful, zo groot, zo dag, dat hij dat niet kan explain. Hij kan bloos zijn dat we een beetje zoals, weet je nog wat dat dame een beetje zegt? Nou, een beetje staat weer dat hier. Hij kan het niet correct explain, dat we schwor voor hem te zijn. So we moeten zijn wat dat we. And above the firmament that was over their heads, verse 26 again, was the likeness of a throne, as the appearance of a sapphire stone. And upon the likeness of the throne was the likeness as the appearance of a man above it. Dat zag een beetje als een man, maar hij kan het niet correct zijn, dat wie een beetje zo is. And I saw as the color of amber, as the appearance of fire round about within it, from the appearance of his loins even upward, and from the appearance of his loins even downward, I saw as it were the appearance of fire, and it had brightness round about. As the appearance of the bow that is in the cloud in the day of rain, so was the appearance of the brightness round about. This was the appearance of the likeness of the glory of the Lord. And when I saw it, I fell down upon my face, and I heard a voice of one that spake. Nu wil je vielleicht wel wundern, wat heeft dit met ons titel te doen, nicht so? Von unserer Botschaft. Aber ich glaube, das ist wichtig, dass wir ein Bild kriegen von wer Gott ist. Wo groß ist uns Gott? Wir hatten erst in der Sinnerschule von Peter. Als Jesus zu Peter sagt, schmied dort nach mal nur der andere Seite von der Chap, dann sagt Peter, warum? Wir haben danach über gefastet, wir haben keine Fast gekriegt. Aber ab den Wort war ich das tun. Ich sei du in Peter ein klein bisschen Attitude, dass wenn ich zu meinen Kindern denk sei, was ich will weit, was die nicht sagen, hier waren down und die sagen, okay, Dad, wenn du das gesagt hast, wo ich. Mich jankert das nicht sagen, mich interessiert das nicht sagen, aber sure. You know, because einmal ein text message schreiben and the response already tells you how they think about what you have commanded them. En dat is een klein passage, het staat weer dat hier, geloof ik, met Peter. Hij zegt, oké, Jezus, wenn du du bist, dan wil ik dat doen. Als staat na, eerst ganz vol vers weer, en zij dat in dat chappen aanduiden, in dat chap meest ongejink, dan, als hij dan niet beter komt weer, dan val Peter voor Jezus doel. Waarom? Hij zag een kracht beyond what he was used to. Door weer een kracht meer als wat hij gewend was.
Dit wie buitengewoonlijk. Deze tijd im dag zal hij het niet meer vers kriegen. Hij hoorde daarna hebben geproefd, de beste tijd im versen had hij geproefd, en nu had hij vers gekregen, wanneer het niet had zult vers geven in zijn naad. En hij valt door. Ezekiel, als hij dit zag, wordt God am gewiesen deed, op deze stad, als hij dat zag, dan valt hij door. Hij zag God en hij valt aan. We hebben nog in kapitel 2, vers 1 tot 3 lezen. And he said unto me, Son of man, stand up on thy feet, and I will speak unto thee. And the Spirit entered into me when he spake unto me, and set me up on my feet, that I heard him that spake unto me. And he said unto me, Son of man, I send thee to the children of Israel, to a rebellious nation that hath rebelled against me. They and their fathers have transgressed against me, even unto this very day. Wat mij interessant is van deze drie vers is, Ezekiel weer door aangevallen. Hij had God zijn herrlichkeit gezien. En als hij dat zegt, dan valt hij door, en dan zei de geest te hem, er zei deze stem te hem, Ezekiel, stu op en go. Ver hij reikt hem ten opstoen, en neemt de geest aan, en hij houdt hem op, en hij stond voor God. Ik lees dat. Ik lees die vers hier. We horen van der veel van, laat die bloos van den geest leiden. Du moet sie bloos van den geest leiden laten, du door zelfs nichts doen. Ik lees die boodschap niet. Ezekiel, hij had gleich durf hier naar deze stad gaan, wo hij war. Hij had kunnen thuis blijven. Aber als hij is weer gehoorzaam geweest en hij is weer gegaan, wo de geest am zegt, wo hij zal gaan, dan leidt de geest aan. Als hij is weer gehoorzaam geweest. We moeten gehoorzaam zijn. We moeten einmal een Schritt nemen. Den Schritt wird Ezekiel nicht aan durf nemen. Aber hij neemt den Schritt en hij ging. Aber als hij den Schritt is genomen had, als hij is Gott zijn herrlichkeit zag en hij doorvalt, dan leidt de geest aan. Hij kan niet mal rijden, ten zelfs opstoen en de geest de houdt hem al op en zegt nu go. Dort wie we Gott Ezekiel roepen deed. En wanneer we hier wieder lesen dan, nu wat van volk Ezekiel gaan muss in deze boodschap brengen, dan is mir dat ook duidelijk dat zo'n vision is dit fehlt. Wanneer we dat ewige kapitel würden even lesen, kapitel 2, dan wird je door eenmaal dat woord rebellious and hard-hearted finden. Vielleicht mal einmal rebellious is hard-hearted, aber Ezekiel wie nun volk geschickt, wat du sehr rebellious wir. Dort wir gehen an. Dort die nicht Gott nur folgen. Nur so ein Volk wie Ezekiel hier geschickt. Am fehlt dort, dass er so eine Vision von Gott aus das in sein Gedächtnis hat. Gott hat mir geraubt. Ich gehe, wenn Gott hat mir geraubt. Und dann in Kapitel 2, Vers 8 bis 10, sagt es, But thou, son of man, hear what I say unto thee. Be not thou rebellious like that rebellious house. Open thy mouth and eat that I give thee. And when I looked, behold, an hand was sent upon me, and lo, a roll of a book was therein. Denk mohan. Ezekiel hat groß diese Vision gesehen von wer Gott wir. Gott hat gesagt, er soll gehen. Und nu sagt Gott zu ihm, du sollst dort abeten, was du wirst sein. Und als er abcheckt, dann sagt er, du eine Roll. Zu jener Zeit, dann hatten sie nicht eine Bibel, ich krieg mich nicht jedes Mal mit wieder zwei, hatten sie nicht eine Bibel, so wie von der Hand. Dort wären Rollen Papier, somehow, wo die wären beschrieben. Und die wären beschrieben von einer Seite und von der anderen Seite. So eine Rolle mit wieder, sagt Ezekiel durch, und Gott sagt, was du sein kannst, dort sollst du abeten. Dort, woran ich erst sehe, Ezekiel lebt auch in der Zeit, und er lebt in ein interessantes Leben von, Adventure. Wo versteht die fallen, wenn somebody to thee said, nehm das Buch und et mal ab. That's what God to Ezekiel did. He sagt hier, and when I looked, in verse 9 of chapter 2, and when I looked, behold, an hand was sent upon me, and lo, a roll of a book was therein. And he spread it before me, and it was written within and without. And there was written therein lamentations and mourning
en woe. Wort van de boodschap juist God Ezekiel. De boodschap van Lamentations, mourning and woe. Kapitel 3, vers 1-3. Moreover, he said unto me, Son of man, eat that thou findest, eat this roll, and go speak unto the house of Israel. So I opened my mouth, and he caused me to eat that roll. And he said unto me, Son of man, cause thy belly to eat, and fill thy bowels with the roll that I give thee. Then did I eat it, and it was in my mouth as honey for sweetness. Så uit dat op, en in mijn gedanken, als ik dit los, dan dacht ik zo, oké, nu heb ik de rol met de woorden van Lamentations en woe en mourning, heb ik nu opgegeten, wat van de woorden zijn nu in Ezekiel ben. Dat weer nu de woorden wat in aanbaan weer, wat God gezegd had, go en predigt tot het volk Israël. Wat mir interessant ist, von dort aus, und es wird interessant sein, diese Kapitels bis alle ganz überlesen, aber unsere Titel jetzt einmal so böse hier. Wir wollen die nicht alle überlesen, aber wenn wir nu Kapitel 3, Vers 15 gehen, oh ja, was ich will sagen, zu mir ist nu so, okay, nu wie Ezekiel reut, nu können wir gehen, er hat diese wieder alle abgegeben, die wir in den Armband, alles wat hij nu durft doen, wir zijn muil opmerken en deze wereld die we niet eruit komen, niet zo? Dat is een beeld wat ik ervan kreeg. Wel, God zei te hem, in vers 15, in het derde kapitel, Then I came to them of the captivity of Tel Aviv, that dwelt by the river of Shebar, and I sat where they sat, and remained there astonished among them 7 days. Hij weer gwaich, hij reed gwaich. Hij weer door en hij weer stil. Astonished. Hij mag gaan wat je zegt, maar wanneer du astonished bist, dan stel hij mij zo vers die muil op en die weet niet wat je zeggen zou. En dat is wat Ezekiel hier weer. En dan, wat wil ik hier lezen? Vers 16. And it came to pass at the end of 7 days that the word of the Lord came unto me, saying, Son of man, I have made thee a watchman unto the house of Israel. Therefore hear the word at my mouth, and give them warning from me. So 7 dagen weer stil geweest, en nu zegt God, nu red. Wenn du bist een watchman, wat valt je dan bij? We hebben hier lately 2 messages gehad van watchman. Johan Head heeft van zijn message gebracht van een voerder als een watchman, en Kloos in de laatste boodschap weer on een watchman. More as a minister maybe, aber wir sind ein Watchman. Und wenn je die Verse würden wieder lesen, Kapitel 3, Vers 21, dann würde dort sein, wo Gott kriegt dort die Ezekiel sieht. Du bist ein Watchman, und das ist, was du tun sollst. Und noch ein interessantes Ding, wenn wir Kapitel 3, Vers 22, sagt it, And the hand of the Lord was there upon me, and he said unto me, Arise, go forth in the plain, and I will there talk with thee. Then I arose, and went forth into the plain, and behold, the glory of the Lord stood there, as the glory which I saw by the river of Shebar, and I fell on my face. En ik wil je motor spreken, leest dit kapitel nogmaals thuis even, deze eerste 4 kapitels, en check maar hoe ver je dat worden ving, dat God weiß, Ezekiel krijgt dezelfde vision, dezelfde vision, wat hij aan in kapitel 1 wezen deed, en jedes Mal datzelfde ding. Ezekiel valt door. Wanneer hij God zijn Herrlichkeit zag, dan valt hij door. Dan valt hij aan, hij valt op zijn gezicht. En ik geloof dat als het meest jedes Mal, ik heb me dat niet besonders gemerkt, aber meest jedes Mal, wo der Geist am dann bara abheben dat en zei nu go. So, ik lees deze vers hier, omdat we zijn kunnen, wat God zien, dat we God als den God zijn wer hij is. Een groter God, een almachtiger God, dezelfde God, wem we vandaag nog doen. Die we hier in Ezekiel. En mijn tekstvers, jank het me te nemen uit kapitel 5, kapitel 5, vers 5. Aber we hebben ons van vers 1
lesen bet durch 5. And thou, son of man, take thee a sharp knife, take thee a barber's razor, and cause it to pass upon thine head and upon thy beard. Then take the balances to weigh and divide the hair. Thou shalt burn with fire a third part in the midst of the city when the days of the siege are fulfilled, and thou shalt take a third part and smite about it with a knife, and a third part thou shalt scatter in the wind, and I will draw out a sword after them. Sehr interessante Vision war, was hier hat. Neem al Massa und schnie die einmal über den Kopf und über den Bord und dann neem die Haar und verdal die mit einem Gewicht in 3. So, da wird eine sehr krakte Wischel brücken, nicht so? Zum die üten einwehen. Wort von der Wischel hat gehört. Und dann hat die 3 Parts von der Haar genommen. Der ein Part muss er verbrennen. Der andere Part muss er mit, ich glaube, verstreuen und dann mit einem Schwert durchmachen. Like, wo wird das geloten haben? Du wen sag ich zu ihnen? Ezekiel hat ein sehr interessantes Leben. Aber das wären alle Dinge, wo Gott am weiß, am was er wird tun mit dem Volk Israel. Mir ist das interessant, von der Tag, mir hat sich das einmal schein in Morgen, wo ich viel noch horch, John D. Martin, er kommt hier bald an, aber meist einmal fängt er seine Botschaft mit einer Geschichte an. Worum geht er dort? Dort merkt die Denken, die fängt an zu checken, und die Mind, dort fängt an zu gehen, und die weiß, wo er hin will. Wenn er dann seine Botschaft bringt, dann weiß die, wo er die Geschichte verteilt am Anfang, und dort merkt das interessanter. Gott, der dort mit Ezekiel kriegt so. Interessante Dinge muss er tun. Auf einer Stelle muss er sich eine Teil nehmen, ein Teil, das heißt, ich weiß nicht, wie groß der wird, dann muss er die Boven was aufmachen. Die ganze Stadt aufmachen mit einer Wand durch dich bei, und kriegt wird das ganze, wo Jerusalem wird vernichtet worden. So eine interessante Geschichten da Ezekiel. Und hier muss er sich mal Verse von seinen Haaren aufschneiden. Ich glaube nicht alles, aber was interessant gelesen haben. Thou shalt also take therefore a few in number and bind them in thy skirts. Ich wäre wel dort. Wenn ich wo eine Haar habe, nehme ich dort schwind war, ich gleich dort nicht. Aber heute soll der Haar in sein, in sein Warnig oder was immer, dann soll er den mitdrehen. Wäre wel dort. Interessantes Leben. Then take of them again and cast them into the midst of the fire and burn them in the fire, for thereof shall a fire come forth into the whole house of Israel. In Vers 5. Sagt it, thus saith the Lord God, this is Jerusalem, I have set it in the midst of the nations and countries that are round about her. Zoals ik eerst zei, Gott hat nicht geändert. Gott ist derselbe Gott von der, als wir krank aus dieser Geschichte passiert. Gott hat Israel aus Ägypten rausgebracht. Gott hat Israel nur Kanaan gebracht. Kanaan wir in der Mitte von anderen Völkern. Woran glaubst du, dass Gott Israel durch in der Mitte von all den anderen Völkern, woran sollen sie krank durchwohnen? Sie sollen durchwohnen, denn wenn die Völker von Rama nur keinen würden checken, nur das Volk Israel, dann würden sie sagen, wow, dort wird ich auch gleichen. Ich wird auch gleichen, in das Volk Israel zu sein. Ich wird gleichen, wenn der Gott, wem Israel dein det, wenn dort mein Gott wir. Dort wird am Gott Israel durchhandelt, wo er deut. Wenn wir dort verstehen können, wenn wir dort sein können, wo Gott sein Plan wir, wo Gott will von das Volk Israel, dann ab eins, dann meint dort mehr zu uns, wenn Gott sagt, go preach to this rebellious people. Dort deut Gott sei wei, wenn Israel anfängt, sich wasch zu drehen von Gott. Und es steht, dort Israel, das Volk wir in der Mitte von anderen Ländern, und durch Gott seine Herrlichkeit offenbaren deut, dann ging das Volk da vorbei und sagt, dort ist Israel. Und check mal, was mit Israel passiert ist, wenn sie nicht Gott nur gefolgt. Sie haben nicht dort getan, was Gott sagt, was er soll. Dort ist, was ich von der meint dort Wort zu uns, Gott hat noch nicht seinen Plan geändert von dann. Gott hat von der sich eine Kirche aus der Welt. Und ich sage von der nicht diese Kirche. Wenn du ein Christ bist, wenn du Gott nachfolgend bist, dann bist du das Volk,
wat God in de maat van de wereld geplant heeft en wat de wereld in die zit van jou, als wil de God zijn. Als die dat gaat, als die dat leven wat die leven is, als die dat gaat, dat is wer God is. Wanneer de mensen nu die kijken en ze zeggen, doen ze God, stellen ze God voor, als die dat gaat, best die doet tevreden met. To me, that's sobering. Dat is niet bloos een, als ik dit even laat zijn s'morgens, las ik dit even en ik zat door en dacht, en ik kon het niet helpen, ik werd zeer emotional. Te denken, wo God nu mij kijkt. Ons als niet kerk, aber weilst du dien leven, zoals du derche werk leefst, zoals du met dien broeder verlengd hebt, zoals du met dien zuster verlengd hebt in Christus, dort wiest de wereld wer de kerk is. Dat is wat zij van beeld krijgen. Wanneer ik nu mensen checken doe, van der s'morgens hier, wanneer ik kunt wordt rechten, dan word ik in het beeld zijn. Maar weet je, ik hoor niet unbedingt zu sagen, wat je hier van der zijn, en wer je hier van der zijn, als wat als je een Zeugnis derche werk. Ik hier dingen, wanneer Abraham Schallenberg hier fern steht en hij sagt, die Menschen frühen mich bei der Arbeit, waarom zei je zoals je zijn? Dat is what I listen for. Dat is nu wat ik hoor. Wat zijn de mensen van die derche werk? Wat hebben ze van die, wo zit en dat met die finances, zoals du die behandelen is? Zoals du die arbeider behandelen is? En weet je, dit redt zeer dichtbij te mij. Wo zit de wereld dort, wanneer ik van mijn arbeider red? Wat zijn zij? Zijn zij door een man, wat du advantage neemt van de mensen ramen aan? En wat du bloos een ziel im leven hebt, en dat is dat zijn bankaccount wat een klein beetje hoger zijn by the end of the week? Wat zijn zij in mij? So God, hij heeft zich van der een volk gewählt, en dat zijn wie, de kerk. Dat is niet unbedingt een Christ hier en een Christ daar, dat is een Körper, dat is de kerk. Wie alle taub, wie merken de kerk. Zoals wie zijn derche werk, zoals wie leven derche werk als Christen, dat is wer de kerk is. Eenmaal wonder we dan nu. Ik weet, er zijn immer Menschen, die würden die würden aan nu krijg zijn, okay, wat is de application voor ons van der? Wo kan we dit aan ons leven aanwenden? Wie kan Israël hier zijn? Van der s'morgens laten we ons als voor family devotions dat 8e kapitel in Ezekiel, en door noemt God Ezekiel bij zijn hoor. Ik geloof niet dat hij dat literally deed, ik geloof dat weer zo'n een vision, wenn hij weer in Babylon, so hij noemt hem, en dat weer zoals wanneer hij hem aan zijn hoor aanvouwt, en dan dat hij hem een tempel neemt in Jeruzalem. En dan wijst hij hem door, wo ongehoorzaam Israël geweest weer. Op de ene steed zegt het, er waren 25 mannen die stunden im Tempel. En weet je, de tempel wie een zeer wichtige steed te die tijd. Wanneer du im Tempel wirst du zum Gott anbeten. Diese 25 mannen, die stunden door in den Tempel, hadden Regen, nur den Altar, oder was immer du hingen irgendwie, wo sie so um Gott anbeten, durch haben gedreht und sie beten die Sonne an. Dat is wat Jeremia de zag. En ik dacht bloos aan, wo is het van der, wo zijn we aan applications gedacht? Wo staat het met ons? Zijn we hier van der in de kerk? Wanneer we hier zijn, wo is ons gezicht aangedreht? En wat denkt we, wanneer we hier van der zijn? Kunnen we onze gedanken taub kriegen en door denken dat we hier zijn om God aanbeten? We zijn hier om nur zijn woord horchen. Zijn onze gedanken 6 woorden. Wo zijn onze gedanken? Dat wordt het hier weer met
mit Ezekiel. Dort wird Gott am Weiß und dort wird Gott so ammerlich wir. Dort werden die kleinen Dinge, was wie einem am meisten fallen, weil dort hast du uns so fertig gesagt. Woran sagst du mir, dort von der war? Dort sind die Dinge, wo du einen Unterschied merken für Gott. Das sind so eine sehr kleine Dinge, was Israel durchheimbracht, wo sie wären. Gott hat den Führers gesagt in Israel, wenn du mit deinen Kindern taub bist, dann vertell dir die Geschichten, von wo er Kind aus Ägypten hergeführt. Wo schwer ist dort? Wo complicated ist dort? Das ist ein einfaches Ding, nicht so? Ein kleines Ding. Wo schwer ist die dort eine Geschichte vertellen? Wir fuhren laatst nach Calgary und dann hingen wir es dann vertellen. Und dann ab eins dann sagt Tina, das glaube ich, was das meint, wenn es sagt, when thou walkest by the way, dann sollst du deine Kinder das vertellen. So einfach ist dort. Und dort einfache Ding, wie was Israel nicht mehr deut. Sie vertellen ihre Kinder dort nicht, was da wie passiert in ihrer Lebenszeit. Nu haben die Kinder dort verjeten, die wussten nicht, was da angegangen wird, und sie fangen sich an, andere Götter zu drehen. So einfach ist dort. Wunderst du, was die Applications sind von der für dein Leben? So einfach ist dort. Vertell deine Kinder die Geschichten von der Bibel. Vertell deine Kinder, was Jesus in dein Leben tut. Rede deine Kinder zu. Das so einfach ist dort. Dort ist die Application. Einmal dann fallen wir uns so, weil ich sehe mir blöd, mir jankert dort nicht sagen. Ich sehe von der Morgens auf Frühstück an die Kinder, je hand nicht, wo man je in schämen dürfen. Wenn je Gott dein dann kann je Ried fahren, je kann Ried fahren, tomorrow, je kann Bowling fahren, dort ist mir ein Dank. God bless you with that. Aber denk daran, wem seine Herrlichkeit kann die Menschen rammerjünd sein. Wenn die da sitzen in das Restaurant, wem seine Herrlichkeit sein die Menschen rammer die? Seien sie durch eine Gruppe Jugend, seien sie durch eine Gruppe Menschen, die probt, sich so abzustellen und so zu sein, als die Welt ist, oder seien sie nur dort, wo die Welt nur ab ihrem nur kicken wird, und dort ist die Herrlichkeit von Gott. Seien sie durch, wow. Und ich will hier gleich mich selbst abheben, aber ich will Ihnen Motor sprechen und ich will Ihnen sagen, wo einfach das ist. Wir fuhren Freitag groß, wir alle dabei fuhren, wir waren in Calgary, und ein von den Dingen, was mir gerade nur das ganz schönste jetzt ist, wenn unsere Kinder mit unseren Kindern in ein Restaurant fahren. Die sind nicht mehr die kleinen Kinder, wo die durch fordern und sagen, was sehr schön das alles schmeckt. Die kosten Sachen, die ordern sich eine Mahlzeit, and it's just, ooh, wow, this is good the whole time. Wenn ich dort sei, dort ja mich scheint. Weil du ist nicht mit euch, wenn wir kein Fan eten, kriegst es Autoflat sehen. Aber dann wird das die Dankbarkeit, was bewegt die uns. Aber wir sollten da in Restaurant, wir haben bloß eine gute Zeit. Das wie in Calgary, China setzt uns durch, nicht so? Big deal, wenn wir da ein bisschen so sein als die Welt. Big deal, wenn wir da nicht if we don't display God's glory. Und wir haben bloß eine gute Zeit, wir sollten da am Dash vertalen, unsere Kinder, die man Nummer nehmen zum Vertalen. Dort ja Lüder her. Aber als wir dann ankommen, dann wären da all, Futs wären noch ein paar alte Lieder, und ich kann nicht Futs sein, das alle Mann, die haben sein Uhr ab uns, die kicken uns. Und ich wieder gleich conscious, I wasn't specifically conscious of it, und ich dachte nicht, so dass wir unbedingt niemals sagen mussten, den Mann sein, zu beeindrucken hier, aber wir wären bloß uns selbst. Wir wären da, als das erst kam, dann sage ich zu den Kindern, okay, let's pray. Hat nicht mal Fehler, wie gedacht, das kostet die eine Gewohnheit mehr, und das ist eine gute Gewohnheit. Und dann betest du ab Lüdes, und das ist ein Dank, wenn der das besieht, die dort hier, oder die Menschen besieht, die. Das ist ein Dank, wenn der dort hier kann. Aber ich hatte nicht an gedacht. Wir beten, als wir fertig haben, oder beim Eten noch einmal, dann seht ein von den Kindern, der Mann, der kickt uns. Als wir fertig haben mit dem Eten, dann kommt der Mann zu mir und dann sagt er, Dankeschön, dass ihr mich handeln sein, wo eine Familie ist. This reminds me of when I was a child. Wie wir in der Teenseher in unserer Familie. Und wir sollten auch nicht im Restaurant, also wir haben nicht Geld in einem Restaurant sitzen, aber wir sollten auch am Dash alle taupen wie eiten, und ich sagte, dass du das beten, sagt er zu mir. Weil wir mit den kleinen Dingen, mit den einfachen Dingen, simple things, like wo complicated ist dort? Die Dinge, die merken einen Unterschied zu der Weltraum an.
Ich würde Ihnen eine Geschichte oder andere vertellen, wo Menschen sind zu mir gekommen und haben gesagt, ich sagte, dass die beten jetzt ferm eten. Wir dürfen das nicht tun, um geseint zu sein. Aber wir dürfen das tun, wenn das unsere Abgabe ist als Fuhrers. Wir dürfen uns nicht mehr schämen. Warum schämen wir uns? Das ist nicht einmal leicht, aber warum schämen wir uns? Wir dürfen uns nicht schämen. Hörst mal, was in Jeremia Kapitel 15 oder 51 sagt. Und dann Vers 17 bis 23, glaube ich, ist es. Da kam mir das hier hostig gestern zu, was abgeschrieben. Ich hoffe, das sind die rechte Vers. Yes. Ich wollte Vers bloß even lesen und ich wollte mein Ziel mit dieser Vers ist, Mut zu sprechen, dass mit wer du bist als ein Christ, darfst du dich nicht schämen. Du darfst nicht Angst sein, dort zu wissen, dass du ein Christ bist. Hörst mal, was Gott sagt von Israel. Kapitel 51, Jeremia, Kapitel 51, Vers 17. Every man is brutish by his knowledge. Every founder is confounded by the graven image. For his molten image is falsehood, and there is no breath in them. They are vanity, the work of errors. In the time of their visitation they shall perish. That's the other gods. That's the world's gods. Verse 19, the portion of Jacob is not like them. For he is, for he is the former of all things, and Israel is the rod of his inheritance. The Lord of hosts is his name. Thou art my battle axe and weapons of war. For with thee will I break in pieces the nations, and with thee will I destroy kingdoms. And with thee will I break in pieces the horse and his rider, and with thee will I break in pieces the chariot and his rider. With thee also will I break in pieces man and woman, and with thee will I break in pieces old and young, and with thee will I break in pieces the young man and the maid. I will also break in pieces with thee the shepherd and his flock, and with thee will I break in pieces the husbandman and his yoke of oxen, and with thee will I break in pieces captains and rulers. Now, ik wil hier niet de Judei brengen dat we zal nu mal ramgaan en met alles in Bieter brengen. Dat is niet wat ik mein te sagen met dit. Aber in Jesus Christus, wenn wir Gott in unserem Herz haben, dann sehen wir ohne Gewinner sieht. Ich wollte noch eine Geschichte vertellen, was mir interessant war. Ich habe diese Vers ein paar Wochen 3 gelesen, dicht bei Halloween, habe ich die gelesen. Und wenn du irgendwo ein Helge da hast, wo wir ganz mit Reich als ein Christ nicht in teilnehmen, dort ist Halloween. Halloween ist ein pagan holiday. Dort ist nicht für die und mich als Christen. Du hast nichts mehr zu tun. Und du darfst uns nicht mehr schämen. Aber ich gleich Halloween nicht. Wir haben einmal gesagt, Susi hier laut sehen, unsere Fenster und Tür gemerkt, unsere Lichter ausgeswitcht, damit die keine von diesen kleinen, ich wollte nicht beim Namen nennen, aber wenn die Fremde gesagt hat, dass die nicht wollen, nur unsere der kommen. Aber ich habe mir einmal gefragt, Lothar, warum, wenn ich diese Vers gelesen habe? What do we have to lose? Die würden sich sagen, uncomfortable fühlen in unserer Gegenwart, nicht wie in ihrer Gegenwart. So ich habe diese Vers gelesen, ich habe an some von diesen Dingen gedacht, und dann fuhr ich nur die Bank. Den 31. Oktober konnte ich an gedacht, wovon dachte wir. Und dann hole ich auf die Bank stellen, und it's like, oh, ich glaube nicht, dass mich von der fehlt, einen Check zu depositieren. Ich glaube, ich vorher fuhrt. Aber ich will und ich habe nicht bloß meinen Check mit, ich habe meine Brüder ihre Paychecks auch mit, so ich weiß, dass die erwarten, dass ich würde Paychecks depositieren, so ich würde nachgehen. Als ich dann ging, just in a flash, so hastig, ich dachte nicht auf ihrem an, aber dann ging mir diese Vers durch den Kopf. Und dann hoffe ich meine Schüler ein klein bisschen stiller ab, mögte der auf und ging dann. Für was darf ich hier Angst haben? Weil die früher ist, die haben sich nicht Schmack angetragen, die Band. Das sagt nicht Schmack. Aber weißt du, was dort passiert? Und ich glaube, das wie Gott. Als ich in der Nahen stopp, die früher ist, wenn sich alle haben gleich zu verstehen. Und ich dachte so, wow, das ist interessant. Der früher kann me to go. So der eine said, looks quite a bit different than last time when you were in here, right? I said, yeah. Und der früher, was mir da bedeutet, das kann sein, die schafft busig. Die will diese Checks in den Bankaccount nehmen and get this guy out of here. Was hat ich alles getan? Aber ich will nicht sagen, dort wo das soll sein. Du sollst dir nicht Angst haben für die Menschen. Die sollen sich uncomfortable fühlen in deiner Präsenz.
Nicht, wen du bist, aber wenn du Jesus Christus in dein Hort hast. Du darfst ihn nicht schämen. Und ich will dir bloß noch wahrer sein, Jugend besonders. Sieht nicht Angst, wenn je in den Staaten entfahren. Glaubt nicht, dass jün Krieg so mal looten aus der Welt. Prüft nicht die Welt zu intimidating. Die kicken nicht nur. Und wenn die dort sein, dort ekelt ernt in der Stadt, dass sie jünt admiring. Krieg ist Israel. Aus Israel, die Götter von den Völkern Rama ernt anbeten, die sagen, check mal nur, was Israel passiert ist. Und die sehen dort mal reich, sie sehen dort erst, wenn sie sind, nicht Gott gehorsam gewesen. Denk du an, wenn du Gott seine Herrlichkeit nicht reich wiesen lässt zu den Menschen Rama, die wollen von die Krieg so sein. Dort wird es mit ein Christ, wenn der Gott nicht nur folgen wird. Dort wird Schlag. Ich habe Verten gesagt, wenn ein Christ prüft, so als ein Weltmensch zu leben, dort ekelt mich. Dann geben mir lieber die Weltmenschen, die sind mir schmacker als die Christen. Ich will das hier ein bisschen kalt, aber dort wird es schafft. Dort kriegt wird es erst. Ich will Ihnen von der bloß mal zu sprechen, prüft nicht, so ist die Welt zu sein. Durch Jesus Christus soll wir ein Licht sein zu der Welt. Ich will Ihnen den Vers lesen, und ich glaube, ich wollte noch schwimmen, in Matthew chapter 5, verse 13, Ye are the salt of the earth, but if the salt have lost his savor, wherewith shall it be salted? It is henceforth good for nothing but to be cast out and to be trodden under foot of man. Ye are, and he's talking to us today, ye are the light of the world. A city that is set on a hill cannot be hid. Neither do men light a candle and put it under a bushel, but a candlestick, and it giveth light unto all that are in the house. Let your light so shine before men, that they may see your good works, and glorify your Father which is in heaven. De Menschen Rama ans de sollen sein, so ist dein Mann in den Business Deal mög, dort bewegt mich zur Dankbarkeit zu Gott. Dort war simpel das ist. Dort war einfach das ist. Ich will Ihnen hier noch ein paar E-Mails lesen, aber mir setzt an der Zeit, das war vorbei. Aber kurz an Applications gedacht. Ich weiß, ich habe irgendwo von wem, wer Motor gesprochen, gesagt, was sind die Applications für uns Leben? Und ich weiß, ich will das all, als ich die Botschaft brach von The Purpose of Man, dann hatte ich das letzte Part von der Botschaft, dort wir Relationships, wo unsere Relationships sind zwischen Mann und Frau, in der Relationship zwischen Kinder und Eltern, in der Relationship in der Kirche als Brüder und Schwestern. Da hatte ich die alle Band und ich dachte so, da will ich Luther noch mal. Nu als ich diese Botschaft reinmüte, dann dachte ich so, oh Shirley, da wollte ich noch Schwindchen anflaschen. Aber ich habe nicht so dort Zeit gekriegt. Aber da sind ein paar Applications, die mich Jahr nach Jahr zu geben. Ich hatte ein paar Wochen träge, hatte ich eine Botschaft zu den Männern. Some von Ihnen sind hier, zu wem ich die Botschaft dann, wer die Botschaft hier gehört hat. So, ich war von der nicht so sehr an den Männer, ich kriege diese Werk in E-Mail, actually meine Frau kriegt den, dort wie actually für alle gemeint, aber ich sag den durch und dann lasse ich den Eva. Und dann wir von Mames mit ihren Kindern. Und ich dachte, man, da wird hier fein beipassen von der, und das, Krieg und das gedacht, wo leben wir nun? Wenn das ist, wer wir sind, wenn wir nun diese Stadt sind, oder das Volk, was du in der Mitte von der Welt ist, in den Menschen Rama uns sagen, Gott seine Herrlichkeit sein, wo soll wir dann Krieg leben? Dort kommt jeder Tag drauf an. Dort kommt drauf an, dass du als eine Mama mit deinen Kindern leben lässt. In der E-Mail, die wir ein bisschen diese war. Diese Früh, die haben als Familie, sie haben viel Seminars getan und Krieg, wo Lied und anders sollen leben in verschiedene Dinge. So, jung, der kommt ein Tag nach und das ist auch ein großer Jung, und er sagt zu Mama, wo kommt dort Kinder ihre Mamas nicht respekten? Und dann fragt der Jung, kann das sein? Kann das sein, dass die Mama ihr Mann nicht respekten wird? Und sie sagt, das ist so interessant. Woher? Das wissen sie all lang, dass das so wird. Aber ein Jung, der nicht mal befreit ist, er ist bloß ein großer Jung, der kann dort ab eins sein.
Dort ist, wenn Gott hat das so gemerkt, die Kinder sollen ihre Mames respekten. Aber ihre Frau ist, warum, Mames, warum complain je, dass jene Kinder sind ungehorsam zu jünd? Kann das sein, dass du als eine Mame den Mann nicht unterdun bist? Kann das sein, dass du als eine Mame oder als eine Frau, wenn den Mann nicht gedeiht hat, dann sagst, da wird gleich schaffen. Na, da wird nicht schaffen. Weil zum Pferden seine Reich, der früh ist, dort stimmt alle. Aber erst dort, wo du responding das, meist jedes Mal, wenn den Mann nicht gedeiht hat, dann, I don't think that's going to work. Weißt du, wenn dort erst wird von der Früh du bist zu den Mann, dort wird deine Kinder werden zu dir. Du wirst nicht gedeiht geben, du wirst sagen, was sie sollen tun, und dann werden sie sagen, I don't think that's going to work. Wenn du als eine Früh, das ist dort zu den Mann, du hast die Kinder und kriegst es dort gelehrt. Mir wird das interessant, und ich weiß, das ist vielleicht ein klein bisschen hart, aber für jeder nicht, ich denke, es ist sehr hart zu den Männern, sagen, wer soll so sein. Und noch ein Ding, was ich gerade so eine Früh ist, was ich mir hier abgeschrieben habe, und Stadt trägt, was ich dachte, was vielleicht interessant wäre, was mir, wenn es interessant wäre, was ich so dachte, was jemand noch mal fragen kann, als früh ist, als, woran, vielleicht besser, wie lange sind wir befreit? 25 Jahre mehr? Ich glaube 23. Vielleicht sei ich auch lang befreit. Und vielleicht ist das Fan, wenn du als eine Früh nochmal zurückdenkst, especially wenn du so eine Früh bist, wo du so denkst, die Mann hat Dinge nicht ganz taub ist, die wird sagen. Ich wünsche mir einen Mann, der ein bisschen anders ist, der wir. Dann denk mal 25 Jahre zurück, 10 Jahre zurück, 5 Jahre zurück. Und dann denk mal an, warum in der Welt befriedest du dich mit diesem Mann? Was dachtest du von diesem Mann, als du dich mit dem befrieden willst? Was sagst du in den Mann? Was sagt du dort mit dem, als du dich mit dem befrieden willst? Hast du dir das da nicht sehr viel genommen, was immer du sagst, dort wo wir down. Kriegst du was so weg? Das selbst früh, von wem ich das geschrieben las, dieses Werk, sie vertalt von einer jungen Mama, wir nicht mal so jung, aber als sie kann wohl befrieden, dann hatten die ältere Frühes ab kleine Notepads oder what do you call those little cards, hatten sie alle Ideen abgeschrieben von was diese junge Früh wird sollen tun in ihr Leben für ihr Mann. Und die eine Früh hat dann abgeschrieben, sie soll so eine Früh sein, wo du immer zu ihr Mann sagst, yes, let's do it. Und sie sagt nur, ich weiß nicht, wie viele Jahre befreit, und dort wird sie das noch einmal das. Wenn ihr Mann ankommt, dann sagt er, ich habe diese Idee, was ich will gleich zu tun, aber ich weiß nicht ganz genau, was du davon glauben wirst. Dann sagt sie bloß, yes, let's do it. I'm in. Wer wird das tun? Bist du, befriedigst du nicht, ist dort? Ist dort nicht, wo du darfst, die befrieden? Dass wenn die Mann wir diese Fanje Ideen haben, von morgen, wo wir nach Mexiko fahren, dann wirst du abhaken von der und dann wird ihr fahren. Was ist passiert? Warum nicht mehr als es dort von der? Weil ihr dort merkt einen Unterschied, in wo die Welt jünt sieht. Du merkst ja je als frühes Gott seine Herrlichkeit wiesen. Wenn je jün Mann unterstützen. Und ich weiß, dass wir Männer haben einmal sehr interessante Ideen. Aber seid geduldig mit uns. Wir wollen vielleicht noch lernen. So, was wird, was du ihm sagst, oder was tragt diese Sache nur den Mann, was du dann so jeden, die was mit befrieren? Hast du nicht sehr hohe Hopes, Hoffnung von was die alles würden taub tun? Träumen, was bloß die zwei würden taub tun? Hat sie dir das nicht vorgenommen, dass du wirst der beste Früh sein für den Mann? Du wirst keiner so Fan sein zu ihr Mann, als du zu den Mann wirst sein? Du glaubst an ihm und du vertraust ihm und du wirst, dass du wirst bloß Fan schaffen. Wo ist es von dir? Was ist geworden? Oder vielleicht kannst du sagen, yes, that's how it is today. Wenn es nicht so ist, was ist da passiert? Denk mal träge und denk mal, warum unterstattet mein Mann nicht mal, als ich deut? Wann hat die wirklich halbartig getan?
Und das passiert. Ich deal nicht groß mit einem Mann, ich fall mir nicht so, dass ich das verstehe. Aber heute in seiner Früh können sich nicht mehr verstehen und sie sind nicht taub von dir. Und ich habe nur jedem Mal gesagt, du hast ein Ding, was Gott will haben, und das ist, dass du in deiner Früh waren sollen taub sein. Er sagt, die Kirche hat ihn eingebracht, und wenn dort stimmt, dann shame to the church. Aber Gott sein Willen ist, dass die morgen früh sollen taub sein. Wir haben dort niemals vergessen. Kraken don't, als je nicht alles taub haben, wenn je ihn befrieden. Vielleicht wie je nicht mal ein Christ, als je ihn befrieden. Gott irrt dort, wenn ein Mann in der Früh sich befrieden. Und Gott sein Willen ist, dass die zwei wollen immer taub sein. Vergeht dort kein Mal. Lasst ihn dort nicht von all die verschiedenen Dingen anbilden, was du von der Raum sind, dass dort nicht stimmt. Gott will, dass das Mann, mit dem ich deal in seiner Früh, dass der wahre Trick taub kommt. Wenn die Mann hat, was sehr artig getan, und wie tun? Als Männer, wie tun Dinge artig? Kannst du ihm dort vergeben? Kannst du Reconciliation merken zwischen dir und dem Mann? Glaubst du nicht, dass wir noch wahr möglich sein, dass du so abgerecht wirst, über den Mann, dass du wirst es hier befrieden? Ich glaube ja. Und das war so ein simpel Denken, die denken vielleicht so, warum sagst du mir das von der war? Das hast du so viel mal gesagt. Peter in 2. Peter 1, Vers 2-12, er sagte auch, was dort nicht meid, war zu erinnern an die Dinge, die du einen Unterschied machen. Und das sind Dinge, die wir uns bloß einmal waren verführen, because, again, die Dinge, so wie uns untereinander behandeln, und das geht in noch viel mehr verschiedene Hinsichten haben, anzuwenden, aber so du in den Mondtaub leben, oder du als ein Mann mit deiner Früh, oder so die sind zwischen Jünd und jene Kinder, das hat zu tun, mit wo die Welt Gott sieht. So werden wir schon merken, dass wir ein klares Bild sind für Gott hier auf dieser Welt. Und dass die Menschen Rahmen uns kennen, was sein, wo er nur hungert, was du salzig ist. Wenn du was salzig hast, dann merkt die dort Darstrich, right? Wir sollen so ein Leben leben, dass wenn die Menschen uns sein, dass er dort Darstrich merkt, noch mehr von Gott zu lernen. Weil wir so ein Leben leben. Let's pray.